möchte ich mich herzlich bedanken. Danke an das Flüchtlingsparlament und an alle Menschen, die mich immer unterstützt haben. Auch wenn ich viele Schwierigkeiten hatte, besonders mit der Sprache, waren sie immer an meiner Seite. Mein Name ist Muzaffer Şanar. Ich bin Mathematiklehrer. Wir sind aus der Türkei gekommen. Ich habe den Wehrpolitikausweis, lebe mit meiner Familie im Kanton Schaffhausen. Seit 4 Jahren wohne ich in der Schweiz. Seit dem ersten Tag versuche ich, meine Rechte zu lernen. Ich hätte 2 Möglichkeiten. Entweder lerne ich zuerst Deutsch oder ich lerne meine Rechte, damit die Behandlung meiner Tochter schnell beginnen kann. Ich habe mich für meine Tochter entschieden, denn ihre Behandlung durfte nicht warten. So begann meine Suche. Ich kannte meine internationalen Rechte, aber in der Schweiz kannte ich meine Rechte nicht. Ich wusste auch nicht, wo und wie ich suchen soll. Ich habe überall gesucht. Ich war auf der Webseite von CERN. Ich dachte, dort finde ich Informationen über behinderte Flüchtlinge, aber ich habe nichts gefunden. Es gab viele Statistiken und viele Informationen, aber keine klaren Informationen über behinderte Flüchtlinge. Ich ging zu Rechtsbüros, aber ich bekam keine Antwort oder die Zeit war zu kurz. Meine wichtigste Frage war, welche Rechte habe ich? Die Imam hat uns nicht akzeptiert. Sie sagte, meine Tochter ist nicht in der Schweiz behindert geworden und die Behinderung ist nicht in der Schweiz entstanden. Aber wir sind nicht freiwillig in die Schweiz gekommen. Wir kamen nicht für Arbeit oder Urlaub. Wir mussten kommen, sind wir nicht unterstützt. Man hat uns immer zu Vereinen geschickt, aber wir sind nicht zu Vereinen geflüchtet. Wir sind in die Schweiz geflüchtet. Dann habe ich viele Vereine kontaktiert. Ich bin heute noch mit mehr als 10 Vereinen in Kontakt. Insgesamt waren es über 15 Vereine. Aber sie konnten mir bei meinen Rechten nicht richtig helfen. Meine Sozialarbeiterin hat mich erst nach 4 Jahren verstanden. Sie sagte zu mir, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen einer Familie mit behindertem Flüchtling und einer Familie ohne behindertes Kind. Ist das möglich? Meine Rechte wurden mir oft nicht gegeben oder ich bekam sie erst nach sehr viel Kampf. Was wäre passiert, wenn ich nicht gekämpft hätte? Wir konnten heute nicht in unserer Wohnung leben. Eine Wohnung, in der meine Tochter mit dem Rollstuhl alleine fahren kann. Wir hätten den Rollstuhl nicht bekommen. Bei der meine Tochter sagte, Papa, ich fühle mich wie neugeboren. Wie gibt es viele Beispiele, aber die Zeit ist kurz. Zum Schluss möchte ich sagen, wenn auf der Webseite oder auf einer bekannten Webseite die Rechte von behinderten Flüchtlingen klar beschrieben wären, dann hätte ich nicht so viel kämpfen müssen. Meine Rechte wären nicht vom Gewissen eines Sozialberaters abhängig. Ich hätte sagen können, das ist mein Recht und sie hätte es geben müssen. Ich hätte schneller meine Rechte bekommen, Deutsch gelernt und Arbeit gefunden. Ich wäre körperlich und psychisch weniger müde. Heute gibt es mein Körper Negativsignale. Ich hätte gesünder sein können, dann hätte ich der Schweiz mehr geben können. Aber ich bin sehr müde. Ich möchte, dass die Menschen nach mir nicht so müde werden müssen.
Deshalb soll ich etwas ändern. Darum habe ich einen YouTube-Kanal eröffnet. Dort teile ich meine Erfahrungen, die Probleme und was Menschen mit Behinderung tun können. Andere sollen nicht das erleben, was ich erlebt habe, denn die Behandlung eines Kindes kann nicht warten. Dankeschön.